Hi, ich bin Aaron aus der Wohngemeinschaft und Lisa hat mich heute zu meinem absoluten Lieblingsfehler eingeladen. Wer mich und die Wohngemeinschaft kennt, der weiß, dass ich immer alle korrigieren muss, die einen Fehler machen. Ja, und da bist du bestimmt nicht der einzige Aaron, ne? Bei uns geht es heute um die korrekte Verwendung der Fälle Dativ und Genitiv. Auch wenn es nicht immer direkt auffällt, kommt es häufig vor, dass Genitiv und Dativ verwechselt werden. Das heißt, dass oft der Dativ an Stellen benutzt wird, an denen eigentlich der Genitiv stehen müsste. Hier kommen 3 Beispiele für euch, die ihr so oder so ähnlich vielleicht schon mal gehört habt. Lisa ist nass wegen dem Regen. Richtig wäre aber, Lisa ist nass wegen des Regens. Guck mal, was mein Kumpel hier unter das Bild geschrieben hat. Das ist meiner Mutter ihre Schwester? Wenn ich das höre, das ist meiner Mutter ihre Schwester, dann würde ich am liebsten mit dem Föhn in eine Wanne steigen. Richtig wäre, das ist die Schwester meiner Mutter. Stimmt. Sag beim nächsten Mal doch einfach, das ist meine Tante. Das rote Mountainbike dort ist dem Aaron sein Fahrrad. Hier wäre natürlich richtig, das rote Mountainbike dort ist Aarons Fahrrad. Das ist dem Aaron sein Fahrrad. Das mag für manche ganz normal klingen, für andere sehr falsch. Solche Formulierungen sind in vielen Regionen Deutschlands üblich. Aber falsch. Ihr wollt wissen, wie ihr Dativ und Genitiv auseinanderhalten könnt? Fangen wir mal ganz von vorne an. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Kasus gehört. Kasus ist der Fachbegriff für einen Fall. In der deutschen Sprache gibt es insgesamt 4 Fälle und die heißen Nominativ, Akkusativ Und eben Dativ und Genitiv. Aber wie soll man jetzt wissen, um welchen Fall es sich handelt? Am einfachsten kann man sich das mit den dazugehörigen W-Fragen merken, die den Fall bestimmen. Der Nominativ ist der Wer-Fall. Was mithilfe von wer oder was erfragt werden kann, steht im Nominativ. Denn in diesem Fall suchen wir das Subjekt des Satzes. Zum Beispiel, Lisa hat heute einen Gast. Wir suchen nach dem Subjekt des Satzes und fragen, wer hat heute einen Gast? Die Lisa natürlich. Der nächste Fall Akkusativ ist der sogenannte Wen-Fall. Hier wird das Objekt, die Satzergänzung mit den Fragen wen oder was bestimmt. Zum Beispiel, Lisa hat heute Aaron zu Gast. Uns interessiert, wen hat Lisa zu Gast? Den Aaron natürlich. So Leute, jetzt wird's aber was komplizierter, denn jetzt kommt der Dativ. Der Dativ ist der Wem-Fall. Alle Satzteile, nach denen wir mit wem oder was fragen können, stehen im Dativ. Ein Beispiel, Lisa gibt Aaron ein Geschenk. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Unsere Frage lautet, wem oder was gibt Lisa ein Geschenk? Selbstredend, dem Aaron. Und das ist wirklich sehr lieb von ihr. Das Objekt Aaron ist hier ein Dativobjekt. Ich bin es ja gewohnt, dass man mich als Objekt sieht. Kommen wir zum Genitiv. Der Genitiv ist der Wessen-Fall und lässt sich dementsprechend mit der Frage wessen überprüfen. Generell gilt, wenn ihr eine Frage mit der Vorsilbe wes findet, solltet ihr hellhörig werden, denn meistens ist auch das ein Zeichen für den Genitiv. Auch hier ein Beispiel. Wir fragen uns, in wessen Video ist Aaron zu Gast? Die richtige Antwort muss lauten, Aaron ist zu Gast in Lisas Video. Lisas Video ist hier also das Genitivobjekt. Wenn also jemand zu euch sagt, Aaron ist zu Gast in Lisa ihrem Video, Leute, dann bitte korrigiert ihn. Solltet ihr mal nicht sicher sein, ob Dativ oder Genitiv, dann helft euch einfach mit der W-Frage weiter, um den Fall zu überprüfen. Ihr fragt wem oder was für den Dativ und wessen für den Genitiv. Das war unser Video zu Dativ und Genitiv. Ja, und wenn ihr beispielsweise auch mega gerne andere Leute korrigiert oder vielleicht sogar davon genervt seid, wenn ihr ständig korrigiert werdet, diskutiert doch einfach mal in den Kommentaren darüber, lasst ein Like da und auf jeden Fall auch ein Abo. Die ganze Palette. Ja, danke dir, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Und danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kinders. Tschüss.